Ich habe es gehasst, mich im Spiegel anzuschauen. Ich konnte das nicht sehen. Mir ging es richtig schlecht, wenn ich mich im Spiegel gesehen habe. Ich war lieber orange vom Selbstbräuner, wie dass ich nur einen weißen Fleck gesehen hätte. Ich bin Sarah Liff, 35 Jahre alt. Ich lebe in Stuttgart. Seit meinem 4. Lebensjahr lebe ich mit der Hauterkrankung Vitiligo. Vitiligo ist tatsächlich eine Hauterkrankung oder eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, mein Körper zerstört meine eigenen Pigmente und damit bekomme ich weiße Flecken auf dem ganzen Körper. Es hat bei mir sehr langsam angefangen im Kindesalter. Und im Kindesalter sind wir dann irgendwann mal, meine Mama ist mit mir zum Dermatologen, zum Hautarzt gegangen. Die Diagnose kam Vitiligo und es ist nicht heilbar. Als ich in die Pubertät gekommen bin, kamen die Flecken immer mehr und mehr. Und gerade als Teenager ist es so, du möchtest nicht unbedingt anders aussehen. Du möchtest einfach dazugehören. Ich wurde leider auch gemobbt deswegen. Ich war so ein bisschen die Außenständige. Ich habe kein Selbstbewusstsein gehabt. Ich habe mich komplett versteckt. Ich habe mich einfach nicht schön gefunden und mir ging es nicht gut dabei. Also mir ging es wirklich meine relativ komplette Teenagerzeit wirklich sehr, sehr schlecht wegen der Flecken leider. So Worte wie Panda-Bär, Milka-Kuh, gefleckte Kuh, das sind so die Worte gewesen, die ich leider empfangen musste. Und natürlich dadurch, also wenn du eh schon unsicher bist und du dich nicht akzeptieren möchtest, so wie du bist, und wenn du dann noch von außen andere Reaktionen oder solche Reaktionen bekommst auf dich, auf deine Haut, das bringt dich immer mehr und mehr nach unten. Also das hat halt leider dafür gesorgt, dass mein Selbstbewusstsein immer kleiner wurde. Das Schwierigste ist an dem Ganzen die eigene Verurteilung und dass man sich selber nicht so akzeptieren kann. Ich kann mich an Momente erinnern, zum Beispiel, es ist ein sehr prägnanter Moment in meinem Leben, ist, als ich in mein Tagebuch damals geschrieben habe, wieso kann ich nicht einfach normal sein? Ich habe es gehasst, mich im Spiegel anzuschauen. Ich konnte das nicht sehen. Mir ging es richtig schlecht, wenn ich mich im Spiegel gesehen habe. Ich war lieber orange vom Selbstbräuner, wie dass ich nur einen weißen Fleck gesehen hätte. Ich habe viel von meiner Kindheit und von meiner Jugend schon irgendwie verpasst, weil ich viele Dinge nicht getan habe, die meine Freunde getan haben. Und das einfach nur wegen der Krankheit. Ich bin nicht ins Schwimmbad gegangen, ich bin nicht schwimmen gegangen. Wenn irgendwas nur mit Wasser zu tun hatte, habe ich mich immer davon weggezogen. Das Traurige ist, ich habe eigentlich, insbesondere in meiner Jugend, meine Haut mein Leben leben lassen, so blöd sich das jetzt anhört. Aber es ist so, ich habe mehr Wert drauf gelegt, dass man mich nicht sieht, so wie ich wirklich bin, und habe deswegen sehr, sehr viel verpasst in meinem Leben, definitiv. Irgendwann kam dann der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, heute, großer Schritt für mich in meinem Leben, lasse ich den Selbstbräuner auf meinen Händen weg. Und ich habe mich wirklich auf diesen Tag vorbereitet. Also ich habe mir richtig Mut selbst zugesprochen, habe gedacht, okay, wie reagierst du, wenn deine Kollegen das sehen und die vielleicht schockiert reagieren oder sagen, oh Gott, wie sehen deine Hände aus? Wie reagierst du denn? Was sagst du denen? Und bin wirklich so ins Geschäft morgens gefahren und gesagt, okay, Chaka, du schaffst es. Und ich war so am Platz gesessen, am Arbeitsplatz, und habe dann so gesagt, so, jetzt sind meine weißen Hände da. Und habe gewartet und im Endeffekt ist gar nichts passiert. Und dann kam ein Fotoshooting-Anfrage von einem Mädchen, die selbst auch Vitiligo hat und die einfach Models gesucht hat mit Vitiligo. Und habe da dann den ersten Austausch gehabt mit auch Betroffenen und gemerkt, hey, du bist gar nicht alleine. Und das war schon ein erster großer Schritt, weil ich glaube, man fühlt sich ganz oft mit solchen Themen einfach sehr, sehr alleine und einsam. Und ich habe lange, lange überlegt, ob ich es machen soll, und habe irgendwann gedacht, okay, guck mal, du willst doch was in deinem Leben verändern. Und bin dann wirklich zu einem Shooting gefahren, und mir ging es richtig schlecht an dem Tag. Niemals werde ich diesen Tag vergessen, weil ich so nervös war, mir ging es so schlecht und ich hatte richtig Angst. Und dann habe ich die Bilder gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, so schlecht sieht es gar nicht aus. Ich würde manchmal auch gerne einfach mir Wasser ins Gesicht machen und sagen, let's go. Aber das ist okay so, und die Tage hat man manchmal, und wichtig ist einfach, dass man trotzdem vielleicht 1 oder 2 oder 3 Tage später auch dann wieder aufsteht und sagt, okay, und heute ist es mir egal, dass ich Flecken habe. Ich habe mir tatsächlich 2 Tattoos sehr bewusst stechen lassen. Beide sind auf meinen Armen. Das eine ist ein kleines Herz. Das soll mich so ein bisschen an meine Selbstliebe erinnern. Und was ich mir vor ca. 1 Jahr stechen lassen habe, ist das hier auf dem Arm, und zwar, das heißt Unique. Auch das wieder so ein kleiner Reminder, gerade vielleicht auch für die schlechten Bad Skin Days, als kleiner Reminder, dass wir eigentlich alle einzigartig sind.
sogenannte Makel, Schönheitsmakel. Sowas gibt's nicht. Also jeder ist wirklich so schön, wie er ist und jeder ist einzigartig. Wer sagt denn, dass es ein Schönheitsmakel ist? Wer hat das Recht dazu zu sagen, dass die Narbe oder die Stretch Marks oder deine Körpergröße, Figur, was auch immer, dass es nicht schön ist? Keiner hat das Recht dazu. Du bist einzigartig und so schön, wie du bist. Und wenn du dich alleine fühlst, dann versuch vielleicht durch Selbsthilfegruppen, dich mit Leuten auszutauschen und dir Hilfe zu suchen. Schreib deine Gedanken nieder, setz dich einfach mit dir selber auseinander und keine Mammutschritte. Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, den ich sagen kann. Es ist absolut in Ordnung, wenn du dir die Zeit nimmst, die du brauchst, um zu dir selber zu finden. Step by Step. Heute mal ein kleiner Schritt, vielleicht morgen übermorgen kein Schritt, aber das ist auch in Ordnung. Also nimm dir die Zeit, die du brauchst, um zu dir selber zu finden. Aber mach es. Ich möchte außerdem sagen, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn du vielleicht mal einen Tag hast, an dem es dir nicht so gut geht. Halte durch, es wird besser und du wirst lernen, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Und versuche nicht darauf zu hören, was eventuell andere Menschen über dich denken könnten.